Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir befinden uns immer noch in der wunderschönen Crossbear City, wo wir nach langer Wartezeit endlich anfangen konnten, erste Teile dieser großen Stadt zu erkunden, unsere ersten Missionen entgegengenommen haben und jetzt einfach munter weitermachen mit unserer Erkundungstour. Wir befinden uns hier gerade... Warte, hier kann ich die Karte nicht aufrufen. Warte mal, wie heißt dieser Ort nochmal? Department Store Times, genau. Das ist der Ort, wo wir uns jetzt eigentlich dumm und dämlich shoppen würden, wenn wir denn noch ein bisschen mehr Geld übrig hätten. Ich habe beim letzten Mal alles verpulvert für neue Waffen und werde jetzt hier wahrscheinlich das ein oder andere Mal weinend am Boden liegen, aber wir gucken mal trotzdem, was es hier so alles gibt. Sugar, flour and onion sauce. This shop has a great selection of goods to choose from. I mean, I'm just trying to buy some sugar and they have 36 different varieties of the stuff. Now, which one is it gonna be? Yeah, how is anyone other than a chef supposed to know which one to buy? Du kannst dich hier bestimmt beraten lassen. Die haben ja hier direkt nebenan einen Infostand. Oder die nette Dame nebenan hier weiß gut Bescheid. Hello, wer sind Sie? Ladies. Welcome to Legion's Foods. I deal with a wide variety of imported ingredients. Please make yourself comfortable and take a look. Trains and airships have made it much more convenient to import ingredients. Please take a moment and have a look around. Gleich. Das wird der erste Laden sein, wo ich gleich weinend am Boden liege. Wir brauchen definitiv mehr Geld, ja. Obwohl, hier könnte ich mir sogar 1, 2 Sachen noch leisten. Aber ich weiß nicht, ob ich meine 37 Mira dafür ausgeben will. Ich glaube erstmal nicht. Wir kommen nochmal zurück, wenn wir wieder ein bisschen Kohle erarbeitet haben, okay? Das werde ich jetzt wahrscheinlich zu jedem Händler sagen, aber mal schauen. Oh, sorry, ich bin gerade voll gegen das Mikro geditscht. Welcome to Times Department Store. This is the General Information Desk. If you have any questions regarding the store, please don't hesitate to ask. This is the General Information Desk. Ja, also von dir bekomme ich erstmal nicht so viel Input. Imported foods, clothes, shoes, general goods, accessories and more. Also die heißt Pearl übrigens. We carry all sorts of items, so why not take your time and browse around? Oder browse? Man sagt auch Browser, also browse, ne? Keine Ahnung. Ich mag das in Spielen, in JRPGs vor allem logischerweise, wenn NPCs Eigennamen haben. Und das ist ja in den Trades-Spielen relativ verbreitet, deswegen gucke ich da immer ganz gerne hin. So, Southwark. Ja, kaum spreche ich davon, hat der Erste, der nächstbeste hier keinen eigenen Namen. Welcome to Southwark General Store. Feel free to browse my wares. I sell the Crossbear Times and much more. Das würde ich mir gerne leisten. Das kaufe ich, dafür verkaufe ich auch was. It's not too surprising that our hottest seller is the Crossbear Times. After all, a lot of Crossbearlans have their noses buried deep into the business world. It's not too surprising that our hottest seller... Also in Code Steel hat das immer ein Huni gekostet. Ja, hier auch. Das ist also irgendwie Standard. Okay, warte mal, dann gucke ich gleich, was ich eventuell noch verkaufen kann. Ich hoffe, ich werde hier fündig. Ne, den Geofront Key erstmal nicht. Ach ja, ein bisschen was haben wir ja hier schon. Aber hat keinen allzu guten Verkaufspreis. Was sei denn das hier? 75. Ne, Books will ich keine verkaufen. Oh, das wird nicht so einfach. Warte mal, eine Smoke Grenade kann einmal weg. Battlescope. Ich glaube, davon verkaufe ich jetzt 2. Dann kann ich mir jetzt nämlich die Crossbear Times einmal leisten. Und dann werden wir heute das erste Mal schmökern. Aber ich glaube, ich werde erstmal den ganzen Shopping-Bereich hier einmal durchexerzieren. Und ansonsten, ja, den sollte ich mir merken, wenn ich mir hier sowas kaufe. Wobei die Preise gerade für den Anfang, glaube ich, relativ hoch sind. Ich weiß nicht, wie hoch der Schwierigkeitsgrad hier sein wird, wenn wir die ersten Dungeons hier in Eigenregie bestreiten dürfen. Denn bisher, der andere Dungeon, der war ja quasi nur Tutorial, ne? Der zählt für mich nicht so wirklich. Keen. I'm always stuck waiting around forever since Mom loves to take her sweet time. Ist das da hinten deine Ma, die da gerade vorbeiläuft? Me, whatever. I'm used to it. Der Arme. I'm always stuck waiting around forever. Tja, warum lässt du den nicht zu Hause? Wahrscheinlich ist er noch zu jung, um ihn alleine zu lassen. Hey Mutti, bist du die Mutti? Dorothea. Wow, look at all of the newest arrivals in all of these shops. I'm going to have to continue coming here as frequently as possible to keep up.
MEHR. Look at. Ich glaube, das ist sie. Auch wenn sie 0,0% ihren Sohn erwähnt, aber vielleicht verwechsel ich sie auch. Oder sie hat gerade keinen Kopf für ihn, keine Ahnung. Old Man Honest. Crossbell is always getting caught up in sticky situations. Just the other day there was a shooting in a back alley. I'm sure that the rest of the continent sees us in a negative light. Weiß ich nicht. Ist das so wichtig? Oh, das ist neu. And even when the police know who did it, they still don't always bring them to justice. Also ich weiß ja nicht, wie die Rechtslage hier ist, aber das ist auch Kritik, die man bei unserer real existierenden Polizei im Real Life öfter mal zu hören bekommt. Am Ende entscheidet die Polizei nicht über das Strafmaß, sondern die Staatsanwaltschaft. Und das mischen gerne die Leute miteinander und schieben dann immer den schwarzen Peter der Polizei in die Schuhe, die meistens gar nichts dafür kann, dass Täter wieder auf freien Fuß gelassen werden. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, was er gerade sagt. Baker, our humble shop primarily deals in small accessories and jewelry. They may seem a bit on the pricey side, but I assure you, each and every one of our products is of the highest quality. Aha, jetzt habe ich ein bisschen Angst vor den Preisen. Our humble shop primarily deals... Achso, das kennen wir schon. Highest quality, okay. Oh, 500 geht ja noch. Also ist schon nicht günstig, wenn man sich unseren Geldbeutel anguckt, aber das geht fast noch. Ich hätte mir gerne das hier einmal geleistet, die Silver Chain, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Vielleicht wird uns das auch irgendeine Kiste sponsern und wir müssen dafür nichts bezahlen. Das kann ja auch sein. So, lass mich raten. Hier gibt es Klamotten bei dir. Prada. Gute Namenswahl für diese Ecke. Welcome to Luca Boutique. We have every style of clothing you could ever ask for, from children's clothes to fancy business suits. Do not hesitate to ask me for assistance. Ja, ich brauche Geld-Assistance. Gib uns einen Auftrag, bitte. Jetzt klemmt die da schon wieder beim Vorbeilaufen. Das wird mich hier noch öfter mal stressen. So, kannst du bitte einmal durchlaufen? Ich muss mich einfach immer so hinstellen, dass wir niemandem den Weg versperren. So. Wir wollen ja nicht die Buhmänner sein, die im Supermarkt immer dafür böse Blicke ernten, dass sie ihren Einkaufswagen mitten im Gang stehen lassen. Nee. Ja, das ist definitiv über unserem Budget. Wäre aber gar nicht mal so schlecht. Also zu Beginn hätte ich mir hiervon jeweils eine Ausführung leisten können. Dafür dann aber keine Waffen mehr. Ich hoffe, ich habe richtig priorisiert, aber wir werden sicherlich schon bald auf den Boden der Realität aufprallen und dann sehen, ob das gut oder schlecht war. Hi. Hansen. Welcome. If you're looking for a pair of shoes, you've come to the right store. Ist hier Al Bundy irgendwo? Runners, leather shoes, boots, you name it. We have a wide selection of shoes to satisfy our customers' every need. Feel free to take a look. We plan to sell the Strega Corporation's newest designs as they're released. You'd better act quickly or you're sure to miss them. Feel free to take a look. Ja, machen wir gleich. Ich schätze, die kosten so 200 bis 300. Wette? Ne, 400. Okay, ich hätte die Wette verloren. Gut, dass wir nicht gewettet haben. Ja. Ja, hätte ich gerne. Hätte ich gerne. Ich muss mich mental darauf einstellen, dass irgendwann der Tag kommt, wo ich ja den ganzen Laden vielleicht leer kaufen kann. Janetta. Wow, he's so cool. Wer? Huh? What? I didn't say anything. Have a nice day at times. Was? I help to take care of sales here. But please take a look around. Du bist aber schon ziemlich abgelenkt, ne? Wer oder was ist denn jetzt cool? Sie hat gesagt, hi, also meint sie wahrscheinlich einen Typen, oder? Vielleicht den Verkäufer hier nebenan? Oder hat sie Bezug genommen auf irgendwelche Schuhe, die sie hier personifiziert? Ich habe keine Ahnung. Da verschlägt sie mir glatt die Sprache. So, ich würde sagen, dann haben wir jetzt hier mit allen gesprochen. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Aber ich bin zuversichtlich. Dann können wir jetzt nämlich lesen. Ich habe es nicht vergessen. Wo ist es hier? Crossbell Times, Issue 1. Fifth stage of urban development plan announced. This is the future direction of the economy.
7 Seiten. Ich muss mich erstmal an das Design gewöhnen. Ich bin immer noch sehr in dieser Code-Stil-Welt gedanklich verhaftet. Press Conference at City Hall. Okay, breaking story. 5th stage of urban development plan. The state government announced the next stage of Crossbell City's urban development plan in yesterday's urban planning meeting. This 5th stage consists of legislation to expand the maintenance of the geofront, deregulate office construction, functionally enhance train stations and airports, and encourage urban car usage. It seeks to address the needs of the city as its population and economy continue to boom. The development plan was launched 20 years ago and has now entered its 5th stage. This announcement pairs with a forecast of economic growth for the next 10 years, which has already drawn positive public reception. This is terrific news, falsche Stimme, says a woman running a street stall. High growth will bring stability even to neighboring countries, says an international economist. These predictions of the city's economic future will be crucial to foreign relations. Society. Acclaimed Arios McLean arrives again. Da ist er. Oh, vielleicht werden wir hier auch noch irgendwo abgebildet, auf irgendeiner Seite, so ganz am Ende im Kleingedruckten. Yesterday, 2 local boys got lost in the geofront. They were saved by Arios McLean, an A-rank bracer associated with Crossbell City's Guild branch, who resolved the situation without incident. After following leads from citizens, McLean found the boys within a hair's breadth of being killed by monsters deep within a sector of the geofront. This feat truly fits his moniker, the Divine Blade of Wind. Questioning the careless management. After 20 years, the Urban Development Plan has begun its 5th stage. It has seen brilliant results year after year. However, the downtown district has not seen nearly enough of this work. With recent incidents in the area, insufficient safety measures for children who may wander in, and unchecked monsters infesting buildings, the inefficiencies of the urban management in this district should be apparent. We request a speedy response to this issue from the government. Unexpected guests appear. Da sind wir. Oh mein Gott, Mama, wir sind berühmt. Wir sind in der Zeitung. First Mission a Failure. Was? Was ist das denn für ein Untertitel? In other news, some unexpected faces have appeared during the recent incident. New to the CPD this year is the Special Support Section, who had also been working to save the 2 children. However, their efforts proved unsuccessful. What? Lüge! According to McLean, they failed to see things through to the end. Oh wow, danke. Danke für nichts, McLean. Danke, nicht. This division was supposedly established to court public favor. How will they fare in the future? Leisure, Crossbell's gourmet experience. Visit Long Lao Tavern and Inn by the market on East Street. Savor authentic cuisine made by the owner chef who hails from the eastern quarter of the Republic. Be sure to get a taste of their crowd favorite dish, Long Lao Tenmen oder so. Society, Grimwood Law Office for Legal Advice. Ian Grimwood, who has a law firm on West Street, is set to handle everything from debt consultations to corporate legal advice. Do keep the name Grizzly Grim in mind if you ever find yourself in legal trouble. Na gut, wenn der hier in der Zeitung schon ausgeschrieben wird, dann wird er wahrscheinlich komplett ausgebucht sein. Kann mir nicht vorstellen, dass wenn wir da jetzt anklopfen und seine Hilfe brauchen, dass er sofort für uns da ist. Aber gut, den Namen kann man sich ja trotzdem irgendwie merken. So, dann können wir jetzt nur noch hier hin. Ich hatte ja beim letzten Mal alle anderen Wege ausprobiert. Hier ist auch unser eigentliches Ziel. Genten. Mit schöner Leuchteschrift. Aber gut, ist auch alles Epstein gesponsert. Sieht man, die haben Kohle. Wow, so this is that orbit store people have been talking about. From the biggest orbit car to the smallest orbment, they have it all. On top of that, their new redesign gives off that sleek and modern feeling, doesn't it? Hard to believe this was just a simple factory 3 years ago. Anyway, we should look for the technician to adjust our orbments. If I recall correctly, there should be a support counter over there. They will be able to handle any adjustments to our orbments that we may need. Alright, let's check out the corner then. The counter, nicht the corner.
Aber die Corners werden wir hier auch noch auschecken. Guten Tag, Mizette, Misette, wer sind Sie? So, this is an Orbe store. I'm surprised by how colorful it is. I only came to purchase an Orbe light, but now I want to look at all the other goods. Oh my, what are those things over there? Okay, marketingseitig alles richtig gemacht. Sie ist ja living proof. Are you out shopping? Me too. Ja, naja, Shopping kann man das nicht nennen, was wir hier gerade machen. Mit unseren, wie viel Mira habe ich übrig? Mit unseren 12 Mira. Aber wir tun mal so, als ob, ne? Man kann ja die Illusion aufrechterhalten. So, was kostet die nette Karre hier? Fernand. Here at Genton, we offer various Orbe goods that are guaranteed to save you time in your busy day-to-day life. I'm sure there's a product here calling your name. Please shop to your heart's content. Incidentally, this cutting-edge Orbe car comes in at a reasonable price. Ja, 1,5 Millionen Mira, alles klar. Packen wir mal eben auf den Tisch. How does that sound, sir? Du sprichst gerade mit einer Dame. Das nur mal so am Rande. Oder bist du irgendwie ein Frauenhasser und gehst auf die Männer, weil du denkst, dass die mehr verdienen? Bist du wahrscheinlich in guter Gesellschaft. So denken nämlich viele heutzutage. Basilio. I used to work at an ornament manufacturing company, but I'm retired now. An assortment of goods from all over Zemuria are sold right here in Crossbell. That makes it the premier spot for window shopping. I used to work as an ornament manufacturing company. Add-in, nicht as. Assortment, Zemuria. So. Kann es sein, dass sich auch irgendwie alles verkaufen? Da hinten Autos, hier irgendwie Lampen, dann sind hier Musikboxen. Das hier soll wahrscheinlich Staubsauger sein. Ich dachte am Anfang, dass das Shishas wären. Auf den ersten Blick. Und hier oben gibt es noch viel, viel mehr Technology-Kram. Ich glaube, das hier könnte sich alles irgendwie auf die Ornaments beziehen, ne? Was wir hier in der Etage sehen. So. Ich glaube, gesprochen habe ich jetzt hier mit allen. So, mit wem fangen wir an? Du bist nicht der Hauptschalter, oder? Wendy! Hey there everyone, welcome to Genton Orbe Factory. Welcome to Genton oder Genton Orbe Store. Ah ne, wir sollten zu ihr. Mist, jetzt hätte ich immer die andere erstmal anquatschen sollen. Oh, no way, Lloyd, is that really you? Wendy, what are you doing in a place like this? Naja, arbeiten? Warum sollte sie denn nicht hier sein? How rude. Can't you tell? I'd say it's pretty clear I'm the engineer of this store. Cool. So, seriously, I know you mentioned you were looking for a job in your letters. I just really wasn't expecting to run into you like this. Oh, this lovely lady is an old friend of yours, Lloyd. I'm a little jealous. What do you say we have ourselves a fun little date once your shift's over? Now isn't the time for this, Randy. We're on duty, for crying out loud. It's nice to meet you, Wendy. I've heard great things about Genton, but the rumors don't do it justice. Oh, are you guys Lloyd's colleagues? Well, to be honest, the shop's whole look is just the manager's personal taste. Oh, and I should have mentioned this sooner, but this is the customer service counter. From here, we can provide maintenance for all of your Orpman's needs. Alright, we'll be leaving our Orpmans in your capable hands from now on, Wendy. Oh, but our Orpmans are the Enigma models. Is that going to be an issue? Oh, wow, so you guys got your hands on the brand new models, huh? I've got you covered. I should have the tools for them right here. I have a few regulars that use that model too. Man, Braces sure love their Orpmans. Really? So the Bracer Guild's connections have allowed them to acquire cutting-edge technology as well. Damn, those Bracers really are always ahead of the curve, huh? This isn't a laughing matter, Randy. Naja, können wir ja eh nicht ändern. Anyway, please don't let us get in the way of your work. We just thought we'd pop in and check the place out. I'm sure we'll be seeing a lot of each other from now on, so we'll be counting on you, Wendy. No problem, leave everything to me. Whenever you get that itch to modify your Orpman, just let me know and I'll get you all set up. Also, if you have any general questions about your Orpmans, just ask away. You're speaking to an Orbit Pro after all.
If you select Upgrade Synthesize at the Orbis store, you can synthesize new quartz or open slots in your battle orbments. If you synthesize new quartz and place them in your orbments, you'll be able to use new arts. Select quartz from the menu. If you open orbment slots, the number of quartz you can set will increase, while also increasing your maximum EP. Select slot from the menu. To use each function, Seption fragments called Sepit are required. You can obtain Sepit by defeating monsters. Ja, wenn man uns dann mal wieder in die Wildnis lässt, um ein paar zu bekämpfen. Ich habe nämlich so dezent Geldnöte. You know, this Orbis store was actually just an ordinary factory up until last year. But when this new manager took over, all his policies were about mass appeal and brand image. Thinking back, I really miss the old grease-stained look of the place when it was still a factory. Yeah, that does seem like a look that suits you better, Wendy. I'm sorry I didn't quite catch that, Lloyd. Care to say it again? Huh? Sorry, it was nothing. Oh yeah, I heard my old teacher opened up his own store downtown. If you guys find the time, it might be worth checking out. Darfst du überhaupt Werbung für Konkurrenzläden machen? You know, this Orbis store was actually just an ordinary factory up until last year. My teacher is one of the most skilled Orbital engineers I've seen, but, well, he was a bit of an outcast, so he quit. Thinking back, I really miss the old grease-stained look of the place when it was still a factory. Ja, ich müsste Vergleichsbilder sehen, um sagen zu können, ist das neu? Also das Downtown, das hat sie uns schon gesagt und dass wir es auschecken sollen. Ich meine, die Formulierung hat sich geändert, aber da struggle ich eh mal öfter, hier und da, ganz gerne. So, das Problem ist, ich glaube, wir haben gar keine freien Slots mehr. Ich kann jetzt hier aber welche öffnen. Hä? Warte mal, sehe ich hier in dem Menü nicht, wenn da schon was eingepflegt ist oder zugeordnet ist? Nee, okay, das sehe ich im Shop nicht. Da werden diese Slots immer als leer angezeigt. Habe ich theoretisch noch Reserve? Nee, ich habe gar keine. Also ich habe jetzt genau die Anzahl an offenen Slots, die belegt sind mit genau der Anzahl an Quarzen. Das heißt, ich müsste erstmal Slots öffnen, um besser zu werden, ist die Frage für wen. Ich bin ja immer so ein... Ich gehe ja immer so gerne auf physischen Damage und kaufe dann immer schön Angriffsquarze ein. Deswegen mache ich das, aber ich würde das schon ganz gerne sinnvoll verteilen. Warte, ich muss aber dann auch gucken, dass meine Optionen hier ausreichen, um mir neue Quarze einzukaufen. Wenn ich das jetzt hier einkaufe, dann kann ich nämlich danach keinen weiteren Slot mehr öffnen. Aber wir werden bestimmt im nächsten Gebiet, wo auch immer das sein mag, da bin ich mir relativ sicher, auch Quarze finden. Ich mache jetzt mal den zweiten für Lloyd eventuell auf. Haben wir noch irgendwas günstigeres? Die fangen alle so bei 20 an, ne? Ja. Schwierig. Wobei, guck mal, bei Tio ist hier unten ein bisschen günstiger. Da kostet das nur 10. Und hier... Ach nee, warte, ich bin ja hier auch in der nächsten Stufe schon. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich nehme... Warte, ich werde jetzt eine von den Mädels nehmen. Sie oder sie. Was kostet denn das einzelne Ding hier unten? Ich nehme jetzt sie. So. Ich könnte mir sogar noch einen Slot leisten. Warte. Oh, will ich Leute jetzt so benachteiligen? Ich kann mich nicht entscheiden. Warte mal, vielleicht wovon habe ich jetzt am meisten von den Grünen? Das wäre Evade und Move. Oh, ist aber schon ganz schön teuer. Nee, ich glaube, ich werde es jetzt darauf anlegen, erstmal möglichst viele Slots zu öffnen. So, und du bist jetzt einfach der Nächste. Weiteres kann ich mir wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr leisten. Nee. Aber kommt noch. Wir werden uns sehr, sehr oft, wie sie selber ja auch schon gesagt hat, hier wiedersehen. Du bist quasi der neue George. Alright, what did you want to ask me about? About Battle Orbments. Battle Orbments are small portable orbital devices specially tuned for their owner's combat style.
combat. And not only do they increase the user's physical abilities, but they also let them use orbal arts. Generally, people just refer to them as augments for short. As for the kind you guys use, that's the Enigma, the newest augment around. Augments are completely suited and optimized for their operator, so the separate lines may vary depending on the user. Slots can have different elemental locks, and the layout of the separate lines usually differ. It's a good idea to compare the ones you possess. Ja, das werde ich größtenteils offscreen machen, auch wenn es darum geht, mal gegenzurechnen, was ich einsetzen muss, um bestimmte Zauber oder sowas freizuschalten. Quartz are crystal circuits used in augments made from processed sapit. If you bring me the required sapit, we can synthesize the quartz you want here. Each quartz has its own benefits, and when your total value of a given element reaches a certain threshold, you can use that element's arts. Give it a try once you've gathered some sapit. Ja, once. Die Betonung liegt auf once. It's common practice for quartz slots to be sealed on a fresh augment. In order to set a quartz, first you need an open slot. If you open a slot, the number of quartz you can use increases, as well as your maximum EP. Though you need sapit to open slots, this service is invaluable. I would come unseal slots whenever possible if I were you. Ja, damit haben wir ja bereits begonnen. The magic-like abilities that battle augments allow you to perform are what we like to call orbal arts. Most people just call them arts though. With the augment's internal mechanism, the quartz, by forming a resonance chain with the user, can produce magical phenomena. Well, I spare you the technical explanation. The variety of arts that can be activated is decided by the sum total of the elemental values of the quartz on each separate line. It's a little difficult to explain, right? Here's an example. By setting Earth quartz on connecting lines, if Earth's elemental value total becomes 2 or higher, then the Quake art can now be activated. The more quartz you set, the more arts you'll be able to use. As for the other art combinations, they're mentioned in the arts list. Feel free to check it anytime. Ja, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bevor ich da richtig tief einsteige. Hier sind wir mit allen Themen soweit durch. Am meisten Spaß macht das halt immer gegen Ende, ne? Wenn du alle Slots offen hast und da wild rumexperimentieren kannst. Chaco! Oh, ho! I didn't know you guys knew Wendy. I'm Chaco, a salesperson here. Pleased to meet you. Dankeschön. This store has been thriving ever since opening day. I don't really understand much about these orbal... Was? Doohickeys myself. I learned everything I know from Wendy. Wendy's so smart. She knows the answers to all of my questions. That sounds about right. Wendy's been an orbal buff for as long as I can remember. Wendy's so smart, she knows the answers to all of my questions. I'm constantly learning new tidbits about augments from her. Ich dachte, mit ihr kann ich jetzt irgendwie auch noch handeln oder so. Aber nee, das war jetzt nur ein Lobgesang auf Wendy. Okay, dann sind wir hier soweit durch. Was ist dann unsere nächste Aufgabe? Können wir uns jetzt frei bewegen in der City? Warte mal, ich könnte theoretisch. Ich muss mich ja auch so ein bisschen dran gewöhnen, wie das hier so funktioniert. Warte mal, wie kam ich nochmal hier in mein Notebook? Check the requests. Let's go to the police headquarters reception desk. Achso, das habe ich beim letzten Mal schon gelesen. Da weiß ich nicht so ganz genau, wo das Gebäude sein soll. Aber wenn ich jetzt auch in die anderen Ecken hinkomme, dann sollte das eigentlich selbsterklärend sein. Aber müsste ich jetzt hier nicht auch irgendwie erkennen können, wo genau diese Reception ist? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich das beim letzten Mal auch falsch bewertet. Ich habe ja dann nochmal... Oh. Da! Das ist der Ort, nach dem ich gesucht habe. Da ist der alte Wohnort von Lloyd. Das beim letzten Mal verraten. West Street. Aber da bin ich ja im Grunde genommen richtig, ne? I believe this area is known as West Street. Yep, it's one of the larger residential areas in the city. Just look at all of the apartments. If you guys wouldn't mind, I actually know a few people here that I love to catch up with. I take it you grew up around these parts then? Hell, we're already here. May as well do some meeting and greeting before we head out.
I'm sure you've been longing to see your friends and family. We can accompany you too. Accomplish hätte ja gar keinen Sinn ergeben. Thanks, guys. I should swing by Belheim to visit Auntie. I can probably find Oscar working at Morgs too. Das machen wir eins nach dem anderen. West Street is a residential area in the western part of the city. The streets are lined with homes and apartments, along with the occasional shop. Lloyd was born and raised in this district. Yes, so, ich guck mal trotzdem, auch wenn wir gerade schön angefuttert worden sind durch das Spiel, oder angefüttert. Okay, wir kommen auch in die anderen Areas. Das ist ja interessant. Back Alley. Ich will mir die alle angucken und überlege mir danach dann eine Reihenfolge. What is this place? This is the infamous back alley of Crossbell. Ja, und wahrscheinlich Randys Lieblingsecke, ne? It's like an extension of the entertainment district. Got its fair share of pubs and nightclubs you can while the night away at. You sound like you're awfully familiar with this area, Randy. Of course, man. Didn't I tell you before? Hat er in unseren Dorms, so nenne ich sie jetzt einfach mal. The clubs around here have a ton of sexy ladies, and where sexy ladies gather, so too does Alright, you can stop talking now. I suppose Randy must be a regular at these kind of places. Ist doch aber nicht schlimm, dass er sich hier regelmäßig vergnügt. Dafür ist doch der Bereich da. The back alley is an alleyway that connects to the central square. You can find stores such as Guarantee, Jazz Bar and Imelda Antique Shop here. While the prices may be expensive, you can purchase many useful items here. Nee, wir nicht. Try visiting when you have the chance. And the mirror. Muss man einfach immer wieder ergänzend hinzufügen. So. Okay. Wow. Ich glaube, ich fange mit der Station Street an. Die sieht so kompakt aus. Und dann könnte man eigentlich gegen den Uhrzeigersinn, guck mal, eigentlich so vorgehen. Und dann sind wir am Ende in der West Street, wo wir auch, glaube ich, hin müssen. Obwohl es dann vielleicht auch am persönlichsten wird, weil Leute halt die ganzen Connections hat. Also hier gehe ich jetzt aber wirklich rein. Guck mal, hier bekommen wir nicht mal eine Introduction. Wobei bei unserer Ankunft gab es das, ne? Ich erinnere mich dunkel. Guten Tag, Lüt. Du klingst ja fast wie Lloyd, als hätten sie ein paar Buchstaben verschluckt. Are you on your way to the station? My sources say the train bound for the Republic should be arriving soon. It's fairly crowded during this time of day, so please be careful. Danke, dass du dir Sorgen machst um uns. The train bound for the Republic should be arriving soon. If I didn't have somewhere I needed to be, I would stick around and listen to the beautiful whistle of a departing train. Ich glaube, er mag Züge. Drängt sich mir so auf, der Verdacht. Guten Tag, du hast eine wunderschöne Haarfarbe, Mademoiselle. Erinnert mich ein bisschen an Laura. Lettina. Lady Felicia and I came here from Erebonia to purchase septium crystals. Since we practically had to run away to find our way here, I can only assume our sudden disappearance caused a great stir at home. Oh, I feel awful. Kann man den nicht irgendwie eine Nachricht zukommen lassen? To end up all the way over here in a completely different country, I think I may cry. Oh, so schlimm. Ach komm, bist doch wenigstens nicht alleine. Felicia. Phew, here we are, at last. Crossbell, home of the septium industry. Just thinking about it gets me positively giddy. My goal is to get my hands on some precious septium crystals, and I'm going to do everything I can to make that happen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen Geld geben? Wir revanchieren uns auf. Wir beschützen dich. But first I need to find myself a place to sleep. Ja, da solltest du wahrscheinlich fündig werden. Auch wenn ich dir jetzt noch nicht so groß die Empfehlungen geben kann, weil die ganzen Hotels hier haben wir alle noch nicht kennengelernt. Billy, Rhymes Deliveries is a privately owned delivery service. We deliver goods from foreign countries to citizens of Crossbell. I came here to pick up some cargo, but it hasn't arrived yet. Rhymes Deliveries is a privately owned. I came here, not arrived. It's really trying my patience. Ich finde das immer so irritierend, ist aber nicht nur hier so, wenn dann so die ersten Textboxen sich wiederholen und dann hängen sie einfach noch so eine dritte random hinten dran. This is Crossbell Station. I don't think we need to catch a train right now. Jetzt einfach mal so wegfahren, so völlig außerhalb des Plans. Ich glaube, Sergey würde uns einen Auftragsmörder hinterher schicken, so wütend wäre der. This is the city's south exit. We have work to finish inside the city, so let's focus on that before anything else. Okay.
Ich wollte nur gucken, was ihr lieblichen Geschöpfe dazu zu sagen habt. Nicht mehr und nicht weniger. So, was gibt's hier noch? Da kommen wir bestimmt auch noch nicht durch, wollte ich gerade sagen. Ich nehme alles wieder zurück. Ach, stimmt. Guck mal, hier könnte ich dann doch zurück und ein paar Kämpfe noch bestreiten, oder? Ich will nur kurz gucken, ob die Gegner respawned sind. Es sei denn, ich muss jetzt zu weit laufen. Was ist denn eigentlich mit dieser Tür? Ich meine, jetzt hätten wir ja durchaus die Zeit. Wir sind, also offiziell sind wir doch an unserem Free Day, oder? Cool. Also theoretisch könnte man hier Mira farmen gehen. Was ich wahrscheinlich tun würde, wenn ich alleine spielen würde. Um mir hier das beste Equipment erstmal zuzulegen, aber nicht in einem Let's Play. Das wäre ja ultra langweilig, wenn wir jetzt in den alten Orten immer und immer wieder die gleichen Gegner schnetzeln. Eventuell werde ich das an der einen oder anderen Stelle offscreen mal machen. Also einfach nur an Orten, wo ich schon mal gewesen bin. Nochmal zurückgehen, um ein bisschen Mira reinzukriegen. Nicht um mich zu überleveln, einfach nur für die Kohle. Hier haben wir den Ostteil. Ich finde es mega schön, dass jeder Bereich so ein bisschen anders auch designmäßig aussieht. Also man erkennt halt durch diesen steinernen Boden in erster Linie, dass das alles irgendwie noch Crossbell ist, aber die Details variieren. Wowza, talk about an exotic looking street. I believe this could be described as Eastern style. I have heard of the area, but the descriptions pale in comparison to seeing it in person. I haven't had the chance to come here very often myself. I've heard the various stalls at the marketplace are wonderful though. Yeah, why don't we check it out then? Is this the part where I remind you all that we aren't here to shop? And besides, I think the Bracer Guild is located somewhere around here. Oh, ich habe durch Trades in the Sky immer noch so unfassbar heftige Sympathien für die Bracer, die ich einfach nicht ablegen kann. East Street is an Eastern-inspired district on the east side of Crossbell City. The marketplace is filled with streets vendors and is popular among shoppers. Additionally, the Crossbell branch of the Bracer Guild is located in the area and provides support to the citizens. Ja, ich glaube, hier würde ich mich wohlfühlen als Einwohner. Guten Tag, wie geht's Ihnen so, Renault? Oh, I don't recognize you kids. Is this your first time coming to East Street? Yep, also außer für Lloyd wahrscheinlich. Lots of merchants and immigrants live around here, if you were curious. Foreigners have been welcomed with open arms on this street for as long as I can remember. There's usually some kind of ruckus happening, but we're all kind folk here. It might take a bit of getting used to, but there's nothing to fear. Ich habe vor gar nichts Angst. Ich bin einfach nur neugierig. So, ich habe nur Angst, dass ich die Frau nicht mehr angequatscht kriege, aber sie kommt Gott sei Dank gerade wieder zurück. Hello, and... Oh, are you tourists? You should wash yourselves around here. We're pretty close to the downtown district, so it can get a little dangerous at times. If you're ever in trouble and need help, try to make your way to the Bracer Guild. You know you can always rely on them for help. It can get a little dangerous around here at times. Der alte Mann hat aber was anderes gesagt. Der hat uns versucht, so ein bisschen Sicherheit zu vermitteln. Und dann kommst du um die Ecke und machst alles wieder kaputt. Danke, Roy. Listen here, Mealing. Mealing? Your brother wants to laze about and do nothing. Your brother wants to laze about and do nothing today. To laze about. Ich hätte jetzt gedacht to laze around, aber Feel free to stick around, but you gotta be quiet, okay? Okay. I'm really, really excited to hang out with my big brother. Gott, die Schreibweise. Cutie. My mom and dad keep making me babysit Mealing. Tja, I wish they'd let me have some alone time. My mom and dad. Oh, dafür kann der Kleine jetzt aber nichts. Also dem jetzt ein schlechtes Gefühl zu geben, ist auch unfair. Obwohl ich vielleicht so ein bisschen auch verstehen kann, dass man darauf, nicht unbedingt Bock hat. Den nächsten Abschnitt wollte ich eigentlich noch nicht betreten. Oh mein Gott, ich glaube, das ist jetzt schon mein Favorite. Gib mir ein bisschen Wasser, gib mir ein bisschen Grün und ich bin glücklich. Ey, das sieht aus wie dieser Mittelpark in Trista. Mit den ganzen Bänken, wie das da angeordnet ist. Der Harbor District. Nice. Ah, here's the Harbor District. It's connected to the Lupinus River and Lake Elm just south of us. This area is teeming with different businesses. If you look north, you see companies of all kinds lined up next to each other.
It's got that nice park in the middle of it all too. Makes for a great spot to kick back and relax. I bet I could take a quick snooze there easy. According to the database, it is simply known as the Harbor District Park. Not the most inspired name, I must say. Is so. Wait, is that CNS? The Crossbear Times. I was wondering where they moved their office to. The city's gone through a lot of changes these past 3 years. The Harbor District serves as the business district and is located in the northeastern part of the city. The park faces Crossbear's longest river, the Lupinus River. Citizens and tourists alike visit this scenic park for relaxation and fun. It's also home to some major businesses, such as the famed Crossbear News Service. Coolio. Aber ich glaube, das hat jetzt erstmal Prio 2, weil ich bin hier noch nicht fertig gewesen. Ich will erstmal gucken, wer sich hier draußen so tummelt. Tourist. You know you can always count on the Bracer Guild wherever you are. No matter what country you may find yourself in, people know who to turn to. It definitely makes traveling less stressful. Warte, hatten wir schon? Ja, du bist der Renault. Okay, dich kenne ich schon. Alles gut. You know you can always count on the Bracer Guild wherever you are. That goes double for Crossbell. I've heard nothing but incredible things about the branch here, so I've got nothing to worry about. Ich weiß nicht, ich würde mich auch sicher fühlen. Also ich verstehe die Leute schon, die da sehr dankbar für sind. Ich weiß nicht, hier kann man sich wahrscheinlich auch nachts als Frau mal raustrauen, durch die Straßen zu laufen. Und für Kriminelle muss das ja mega unattraktiv sein, ne? Wobei es hier wahrscheinlich auch kriminelle Vereinigungen gibt. Die stellen sich vermutlich nur ein bisschen klüger an als der 0815 Taschendieb, der gerade seine Karriere startet. This is the city's east exit. We have no reason to leave right now, though. Let's knock out our work in the city first. Jo, machen wir. Ah, guck mal, hier ist auch ein Hotel. An dem sind wir noch gar nicht vorbeigelaufen, deswegen habe ich das noch gar nicht so registriert. Aber nett. Erstmal die Grenzen ausloten. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Ach, hier ist auch noch mal ein Abschnitt. Trinity Exchange Shop. Lotus Heights. Ach, da ist Imelda. Von Imelda haben wir schon mal gehört oder gelesen. Downtown District. Ey, irgendwie kriege ich hier voll White Arms Vibes. Damn, there's a neighborhood down here. There's a neighborhood down here, yeah. This place really a part of Crossbear City? Yes, it is. This is the downtown district. I haven't been around here much, to be honest. This place is supposedly the remnants of a development project from long ago. According to the records, many citizens still inhabit the area. Interesting, I didn't know that. At any rate, this place is still within our jurisdiction. Let's do a quick sweep of the area. The downtown district is a rundown area found at the city's outskirts. While home to some useful facilities, they are unavailable in the earlier stages of the game. They are unavailable? Okay. Be sure to check back every once in a while as the story progresses. Das heißt, hier werden mir sicherlich einige natürliche Grenzen aufgezeigt. Okay, aber ich werde erst mal mit der East Street weitermachen. Das Gute ist, dass Downtown jetzt hier auch so ein bisschen Sackgassencharakter hat. Das heißt, da können wir dann auch einen schönen Abschluss finden. Mate. Fish, come to get your fish. Finest catch of the day at the finest prices you'll ever see. That is a large quantity of fish. Ja, wie steht's um die Quality? Yeah, though I can't say I'm familiar with these species. Hey, these are saltwater fish preserved and transported out from Calvert. Whether you steam them or you fry them, they will still be delicious. Wanna buy some? Wir haben keine Kohle. Fish, come get your fish. I just got a new delivery in. They're so fresh, some of them are still kicking. Aha. Davon sehe ich ja aber gerade nichts. Ich dachte, wir können wirklich einkaufen. Ich wollte gerade so ganz unlustig fragen, how much is the fish? Aber da kriegen wir scheinbar keine Antwort drauf. Na gut. Susan. Okay, fishies, fishies. All the boys in my house are hefty eaters. It's a total pain in my behind to prepare enough food for all of them. Pain in my behind. Das ist eine sehr edle Umformulierung, sage ich mal. Fishies, fishies. Meint sie mit Boys wahrscheinlich ihre ganzen Söhne und ihren Mann. It's a total pain. Okay, sie wiederholt sich.
Guten Tag. Warte. Hier ist jemand, der sich bewegt. Oder die. Lily! Oh, welcome! Our veggies are extra fresh today, so I hope you buy some. Ja, nö, wenn mir kein Shop-Dings angeboten wird, Auswahlmenü, dann kann ich hier leider nichts kaufen. Kuta oder Kauta. This shop looks like it's a little cheaper. Actually, hold on, I'm pretty sure I heard this other store lets you haggle with them. All of the produce vendors run a limited time sale during the evening. I figure I should wait a little while before I buy anything from them. Aha, sehr gut dabei, die Preise richtig einzuschätzen und zum richtigen Zeitpunkt zuzuschlagen. Der macht das auf jeden Fall nicht zum ersten Mal. Dins! Welcome, folks! Oh, haven't seen your faces around these parts. How about I throw you guys a little extra on me? Man, this dude must have gone through a ton of trouble to get all these veggies on display like this. I don't know what it is about street vendors, but whatever they're selling always looks so irresistible. Oh, that's mighty nice to hear. These bad boys were delivered straight from America Village. Come pick out your favorites. Yeah, that's right. We even have produce delivered straight from America Village. Ich mag den Namen irgendwie. Buy somewhere else, I won't be able to pay my water bill. Ja, das ist dann wohl nicht unser Problem. Wir haben unsere ganz eigenen Geldsorgen gerade. Aber ein bisschen was könnte ich mir theoretisch schon leisten, ne? Mache ich aber nicht. Ey, ich brauche jetzt erstmal Kohle irgendwie. Ich muss unbedingt kämpfen. Ich freue mich sehr auf den nächsten Kampfort. Einerseits, weil die Kämpfe hier cool sind, aber vor allen Dingen, weil ich Geld brauche. Und Seppet auch. Nicht nur Geld, auch Seppet. So, wer sind Sie? Kronk. Welcome! Are you interested in handicrafts made by yours truly? Then look no further. Wow, they even got stores like this. Might I ask what this revolving object is? Glad you asked, kid. This here's called a pinwheel. These babies are used as a good luck charm out in the East. Feel free to take one if you'd like. Who knows, it might even bring you some good fortune. I've got plenty of other items besides pinwheels. Everything's handmade, of course, so take a look around. Das sind auf jeden Fall alles Leute, die brennen für ihre Ware und sehr gut darin sind, das dem geneigten Publikum und der geneigten Kundschaft hier schmackhaft zu machen. Das ist leider über unserer Preisgrenze. Wir können da nicht mitmischen, selbst wenn wir wollten. Und da Klauen keine Option ist, verabschieden wir uns mal ganz schnell wieder. So, warte mal, erstmal wieder hier einen Überblick schaffen. Gucken wir uns heute das Inn an oder die ganzen kleinen Läden? Ich glaube, wir starten mal hier mit. Einfach, weil wir gerade in der Nähe sind. Oh mein Gott, das hier ist wunderschön. Also hier würde ich mich sehr wohl fühlen. Und hier würde ich eher essen wollen, als in dem Restaurant, wo wir in der letzten Folge, glaube ich, gewesen sind. Shan-Shan. Oh, what a cute customer. Will you be dining in or are you booking a room? We have spots open for either. Just let me know when you're ready, okay? Oh Gott, überall so nette Servicekräfte. Das ist im Real Life nicht mehr so allgegenwärtig. Not only do we serve food, but we also offer lodging. Just let me know when you're ready, okay? Machen wir. Die sieht irgendwie voll cool aus. Warte mal, kann ich dich mal von vorne betrachten? Die hat voll das cute Design. Ich möchte einen Charakter bei uns im Team haben, der so aussieht. Bitte, was ist das denn hier für eine Nebentür? Okay, warte mal. Erstmal mache ich den Raum fertig. Ich bin schon wieder voll verwirrt. Ob der ganzen Option. Sang Hui. Hey, customers aren't allowed in the kitchen. Get out now. If you need to order, do it at the counter. Ich wäre an seiner Stelle auch genervt. I told you this is the kitchen. If you want to order something, go to the counter. If not, get the hell out. Ich meine, das ist nicht mal unfreundlich. Es hat auch was mit Hygiene zu tun, wenn Hinz und Kunz hier irgendwie in der Küche rumlaufen und keine Ahnung was an Dreck mit reinschleppen. Also ich bin eigentlich jetzt nicht so die pedantischste Person, aber ich wäre in der Küche genauso, wenn ich in so einem Laden arbeiten würde. Welcome to the best combination bar and inn in town. The city's kind of a
hodgepodge of styles around here, huh? Hodgepodge? Ich kenne nur Hotpot. Back when Crossbell was Calvadian territory, a bunch of immigrants came here. After mixing in with all of the other immigrants, everybody's nationality is a total mystery. This sort of melting pot environment has its upsides too, I guess. Ah, so wie alles irgendwie zwei Seiten einer Medaille hat. Finn heißt er übrigens. You guys tourists or locals? Well, either way, wanna take a seat? Ja, kriegen wir auch was umsonst. Sonst brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht hinzusetzen. So, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich traue mich gar nicht mehr, das durchzulesen. Ich mache es trotzdem. A standard rice dish from the east with exquisite flavor. A spicy dish made from frying tofu, popularized in the East. Und fried vegetable and noodle soup, a staple from the East. Ja, gut teuer auf jeden Fall. Aber die Heilungseffekte sind wahrscheinlich auch nicht von schlechten Eltern. Ist aber gerade nicht möglich. So, 400 Mira, ihr spinnt doch. Da laufe ich lieber einmal in die Kanalisation und heile mich da hoch. Aber so kommen wir nicht ins Geschäft. Mir fällt gerade ein... Ich hätte drüben bei Wendy einige von den Windsappets abgeben können und dann vielleicht noch einen weiteren Slot öffnen können. Aber dafür werde ich jetzt nicht extra nochmal zurückgehen. Auf jeden Fall finde ich das hier durchaus gemütlich. So, jetzt habe ich mit allen gesprochen, nur noch nicht mit den Gästen. Na, Grit? I work as a delivery truck driver and I gonna make round trips out to Calvert daily. To be honest, I can get pretty taxing. It can get pretty taxing. Gonna take every opportunity I have to eat. Der ist voll nett. Ey, wenn mich jemand Fremdes beim Essen anquatschen und stressen würde, dann wäre ich, glaube ich, nicht so freundlich. Keine Ahnung. Puck. Me and my bud are going to start a business. We're aiming to make the best company in all of Crossbell. Guys like us gonna dream big, eh? Me and my bud are going to start a business. We're aiming... Das kennen wir schon. Also wenn in JRPGs sowas immer gesagt wird, dann kann es sein, dass 3 Kapitel später die vielleicht wirklich ihren eigenen Shop haben. Bruce. There's one thing we need to decide on before we start our business and that's the company's name. The president. Okay, die sind sich nicht einig. Oh, come on. The name's totally important. Oh, yeah? Who decides the name? The president, right? You're only saying that because you want to be president, aren't you? Oh, wenn das schon so anfängt mit den beiden. Also, ich will jetzt nicht die Pseudoglaskugel auspacken, aber ich habe hier gerade eher kein so gutes Bauchgefühl. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Hi, Kätzchen. So. Ja, gefällt mir. Also, ich finde diesen Ort richtig, richtig schön. Ich würde jetzt die 400 Mira für eine Nacht nicht dafür ausgeben wollen, aber ich hoffe nur, dass es hier nicht irgendwie mega nach Fett riecht, weil hier direkt nebenan das Restaurant ist. Aber die werden hier hoffentlich gute Lüftungssysteme haben. So, dann können wir jetzt oben weitermachen. Da gibt es insgesamt 4 Gebäude. Wir fangen einfach mal links an und arbeiten uns dann nach und nach durch. Was ist das hier? Gab es nicht in irgendeinem Trades mal Akachia Apartments, kurz bevor du durchgegangen bist, oder verwechsel ich das mit einem anderen Spiel? Ich erinnere mich, das könnte ich mit Octopath Traveler 2 auch gerade irgendwie verwechseln, weil ich daran so gewöhnt bin, dass dir vorher, vor dem Eintreten, oben schon angezeigt wird, wie dieser Ort heißt, den du gerade betrittst. Guten Tag, Eugot oder Jugot. Braces are the awesomest thing in all of Crossbell, and that's a fact. I don't want to brag, but I got to meet the Arios McLean. Der könnte wahrscheinlich Eintrittspreise nehmen, so beliebt wie der ist, und einfach nur irgendwie sinnlos rumstehen oder Autogrammstunden geben oder so. Isn't that super amazing? He was like the coolest. Hast von dem bestimmt in der Zeitung gehört und gelesen, ne? Wir sind übrigens die Uncoolen, die so richtig ihr Fett wegbekommen haben. Sarina. My brother Azel hasn't come home for an entire week. I'm almost positive that he's been sticking around with all those delinquents. My brother Azel. If you happen to stumble across him, could you tell him that I said to come home already? Ja, wenn ich es mir merke. Ich hoffe, die Gruppe wird sich das merken. Und du, ach ja, du warst Eugot. Ich habe jetzt schon wieder deinen Namen vergessen, der ist aber auch sehr merkwürdig. So.
Achso, nee, hier ist auch ein geschlossener Raum, okay. Clarice, I'm blessed to have 2 lovely daughters. My eldest is in the CGF, while my youngest is with the CPD. Having 2 well-behaved, loving daughters is all a mother could ask for. Her daughter works for the CPD. Is it somebody I've already met? Vielleicht ist das die Rezeptionistin. My daughters are doing great work for the CGF and CPD. A blessing like that is more than a mother like me could ever ask for. Oh Gott, die ist ja lieb. Ob ihre Töchter wissen, wie stolz und dankbar... Ach du Scheiße, das Kuscheltier da hinten hat mich auch gerade schon wieder erschrocken. Meine Güte. Vielleicht werden die ganzen Gespräche, die wir hier auch mit Blick auf Azel, auf den Bruder von der einen... Vielleicht werden die, wenn wir die jeweiligen Personen antreffen, nochmal zusätzliche Dialoge nach sich ziehen. The door is locked. Schade eigentlich. Und hier ist dann die letzte Stube. Guten Tag, Marcy. I work for a brokerage firm based in the Erebonian Empire. I was offered a job transfer to the Crossbell, the mother of the international stock market. And just as you would expect, it's been so much more convenient to be on site where the trades are actually happening. Marcy ist ein Typ. Here's the thing though, everything's all Eastern style around here. And considering I'm Erebonian, it's definitely taken some time getting used to. Here's the thing though, everything's all... Ich weiß nicht, Marcy. Seit Eine schrecklich nette Familie ist Marcy für mich halt eher ein weiblicher Name. Aber ich glaube, es ist nicht das erste JRPG oder generell das erste Spiel, wo Marcy auch ein männlicher Charakter ist. So, dann sind wir hier erstmal fertig. Dann lassen wir uns mal schauen, was das Gebäude nebenan hier sein soll. Bestimmt irgendein Shop. Nee, die Bracer Guild. Stimmt, die gab es ja auch noch. Das sieht aber edel aus hier. Irgendwie auch ein bisschen gemütlicher und einladender als unsere CPD-Ecke da. So, this building belongs to the Bracer Guild. Indeed, they are an international non-governmental organization serving to keep the peace and protect civilians. Yep, they're Crossbell's favorite allies of justice and our competitors. Though I believe officially, at least, we have a collaborative relationship with them. Das wird sich noch zeigen. Receptionist Michel. Oh, why, hello there. Welcome to the Bracer Guild. You must be from that new little experiment the police department's running, the SSS, right? Wir sind schon in aller Munde. Oder die sind einfach gut informiert. What? How does he know about us? Na gut, wir standen ja auch in der Zeitung. Wobei ich glaube nicht mit der Bezeichnung. Bin mir nicht mehr sicher. Schön habt ihr es hier, Michel. Können wir bei euch mitmachen? Allow me to properly introduce myself. I'm Lloyd Bennings with the CPD Special Support Section. And you are? You can call me Michel. I serve as the Bracer Guild's receptionist out here in Crossbell. I heard about you guys from Arios. Oh, I guess that makes sense. Still, I'm surprised you recognized us as soon as we walked in. Well, the badges were a dead giveaway, and then that eclectic lineup of yours narrowed it down quite a bit. Anyway, from what I hear, your little group has taken more than a few notes from the Bracer Guild, Yeah, I cannot deny that. I'm guessing your Bracers aren't too amused by that. Oh, don't be silly, we don't mind one little bit. In fact, we welcome you with open arms. Voll sympathisch einfach, wie immer. We're always drowning in requests, and every Bracer in my guild is already running around the state like a headless chicken. You'd be doing us a huge favor by taking on some of that work, you know. Wir können auch Arbeiten von denen übernehmen. Aber haben wir nicht... Wir haben aber auch gelernt, dass manche Sachen, die wir nicht ausführen wollen, bei denen landen. Aber die haben natürlich auch Sachen, die direkt bei denen platziert werden. Und da können wir unterstützen. So meint er das vermutlich. I see. It's a bit of a relief to hear that. But don't go getting ahead of yourselves just yet. You still haven't done diddly squat to prove you're useful. Half-assed help only makes more work for us. Nah, not pulling any punches, I see. I know I'm being a tad harsh, but we honestly have some of the best braces Zemuria has to offer here in Crossbell. Arios is a given, of course, but each and every one of our other members are pros at what they do, and the citizens trust them immensely. On the other hand, the SSS is just a group of newbies the CPD threw together to salvage its image.
So you can see why I might still have my doubts that you'll be able to keep up, right? Yeah. There's no arguing against that, das stimmt. Measuring up to them is definitely a tall order, can't deny that. Okay, I'll ease off on the teasing for now. You just focus on working hard and doing what you can for now. And if you fall and scrape your knees, we'll be there to kiss your boo-boos and make it all better. Der ist ganz schön frech, der Michel, aber ich mag das. We'll give it our all. Ah, herrlich. Okay, ihr Lieben, wir werden dann beim nächsten Mal, nur nochmal für mich zur Orientierung, hier mit den restlichen beiden Gebäuden rechts von uns weitermachen. Ich werde mich dann im Anschluss wahrscheinlich in den Downtown District begeben und dann machen wir danach hier gegen den Uhrzeigersinn weiter im Harbor District und so weiter und so fort. Aber ich werde hier abspeichern, weil ich irgendwie Inneneinrichtung mag und das hier irgendwie alles sehr hübsch finde. Ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Einschalten heute und es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!